Ich pflege Freundschaft mit dem Raum, der mich umgibt. Wir sind immer Haut an Haut, Herz an Herz. Er sieht mich, ich sehe ihn. Er hört mich, ich höre ihn. Ich höre seinen Atem, er hört meinen. Ich fühle seinen Puls, er fühlt meinen. Durch ihn bin ich jederzeit unmittelbar mit der Schöpfung verbunden, mit dem Leben. Der Raum ist mein Freund. Ich pflege Freundschaft zum Wesen des Feuers. Jedes Mal, wenn ich den Ofen heize, ein Lagerfeuer entfache oder eine Kerze entzünde, nehme ich Kontakt zu ihm auf. Unsere Begegnung ist respektvoll und geschieht mit Achtsamkeit. Das Sitzen bei einem Feuer ist für mich ein Gespräch mit einem Freund. Es hilft mir, Dinge in mir zu verwandeln und neu zu ordnen. Und sein Knistern, während es Holz in Wärme verwandelt, ist der Klang eines waltenden Wunders. Danke, dass du da bist, Feuer. Seit ein paar Monaten gibt es eine neue Freundschaft in meinem Leben. Die Freundschaft zu unserer kleinen Katze Ninja. Sie lebt in unserem Garten und sie ist wild. Als sie noch ein Kätzchen war, übte ich mit ihr das Mäusejagen. Sie lernte jeden Tag dazu und wurde immer schneller und trickreicher. Heute ist sie eine Vollblutjägerin. Ich lerne viel von ihr und ihrer Ungezähmtheit. Ihr Blick ist frei. Sie lächelt nie, aber wenn sie ihr Köpfchen in meine Hand drückt, weiß ich, dass sie auch meine Anwesenheit genießt. Ihr Zutrauen ist niemals selbstverständlich für mich und ich freue mich jeden Tag darüber, diese kleine freche Vierpfoterin zu kennen. Eine gute Freundin ist mir die Einfachheit. Mit ihr verbringe ich gern Zeit. Einfach sitzen. Einfach schauen. Einfach lauschen. Einfach Tee trinken. Sie inspiriert mich in meiner Kunst, meinen Worten, meiner Musik. Einfachheit ist ehrlich. Sie berührt direkt. Sie macht so vieles möglich. Mit Einfachheit ist es einfach schön. Danke, dass du meine Freundin bist. Ich schätze dich sehr. Ich pflege die Freundschaft zu meinem inneren Spielkind. Es liebt es zu spielen, Neues zu entdecken und Herausforderungen zu meistern. Wenn ich mal zu sehr in der Welt der To-Do-Listen und Zeitpläne versinke, meldet es sich und besteht auf eine gemeinsame Spielpause mit Herumtoben oder auch Faulenzen. Ich habe gelernt, dieser Aufforderung liebevoll nachzugehen. So ist es besser für uns beide und auch für die Menschen in meinem Umfeld. Danke, geliebtes Spielkind, du bist eine unerschöpfliche Quelle der Lebensfreude. Ich pflege Freundschaft mit dem Gesang meiner Seele. Er schwingt immerzu in mir. In so manchen traurigen Stunden habe ich einfach nur gesungen und gespürt, wie sich durch den Klang der Raum in mir und um mich herum verwandelt. Wenn wir Licht suchen, ist es gut, Licht zu sein. Ich singe so gern Mandalas in den Raum hinein. Danke für das Wunder unserer menschlich-seelischen Stimme. Ich pflege Freundschaft zu den Farben. Sie bereichern das Leben, so wie Gewürze ein gutes Essen bereichern. Ich umgebe mich gern mit Farben. Ich kann mich riesig freuen, wenn jemand ein Kleidungsstück in einer berührenden Farbe trägt. Ich kann mich über Blumen- und Blätterfarbenüberraschungen im Garten freuen. Und ich liebe es, mit Farben zu malen und zu komponieren. Farben sind Augenmusik.
Danke, all ihr Farben, dass ihr immer wieder mit mir tanzt. Ich pflege Freundschaft mit dem Rhythmus. Ich liebe es zu trommeln, für das Leben und für Menschen, die gern dazu tanzen. Die Rhythmen, die aus meiner Trommel aufsteigen, sind Muster, die sich vielfältig aus Klang und Stille zusammensetzen. Ich schätze auch die großen Rhythmen des Lebens sehr, wie den Tanz von Tag und Nacht oder die Jahreszeiten. Diese Rhythmen schaffen Strukturen, in denen das Leben seine Vielfalt entfalten kann. Rhythmus, mein Freund, du bist immer bei mir, sogar in meinem Herzschlag. Ich pflege eine enge Freundschaft mit der Schaffenskraft. Sie ist mir so nah. Es erfüllt mich zutiefst, etwas Berührendes zu erschaffen. Bilder, Lieder, Filme, Geschichten. Wir arbeiten oft zusammen und es macht Freude mit ihr. Mit Herz, Geist und Hand Schönes in die Form zu bringen, ist wunderbar. Ich genieße es, das als Mensch tun zu können. Für die Menschen, für die Welt, für das Leben. Danke, meine geschätzte Freundin Schaffenskraft, dass du mich jeden Tag neu zum schöpferischen Tun inspirierst. Ich pflege Freundschaft mit unserer Hängematte. Hängematten sind wunderbare Wesenheiten. Sie haben ihre ganz eigene Magie. Sie erzeugen einen Raum voller Geborgenheit, Entspannung und Tiefe. Darin ist so vieles möglich. Ich habe in unserer Hängematte schon so manches heilsame Nickerchen erlebt. Das sanfte Schaukeln von einer Seite zur anderen ist wie ein altbekannter, liebender Rhythmus, der uns an Zuhause erinnert. Mögen die Hängematten stets mit uns sein. Ich pflege Freundschaft mit dem Interesse. Interesse ist unerlässlich in Freundschaften. Ohne Interesse gibt es keine Begegnung in der Tiefe. Wie oft treffen wir auf jemanden und glauben zu wissen, wie er oder sie ist, egal ob wir ihn oder sie bereits kennen oder nicht. Unsere Schubladen springen auf und unser Gegenüber wird einsortiert. Doch wahrhaftiges Interesse findet jenseits von Schubladen statt. Wenn wir interessiert sind, stehen wir einem Mysterium gegenüber. Wir staunen und lernen in jedem Moment. Wir genießen es, die Welt des anderen zu entdecken. Einfach, weil es ein Du ist, das es wert ist, entdeckt zu werden. Ein Hoch auf das Interesse und die Türen, die es öffnet. Ich pflege Freundschaft mit dem natürlichen Wachstum. Das ist ein Wachstum, das mit viel Zeit, Liebe und Achtsamkeit geschieht, auf urnatürliche Weise. Auch Freundschaften müssen natürlich wachsen. Sie entstehen nicht über Nacht. Genauso wie ein Baum brauchen sie Zeit, Nahrung, Lebensraum und Hinwendung zur Verbundenheit. Freundschaften wachsen in Zyklen, mal schneller, dann wieder langsamer. Jede dieser Phasen hat ihre Qualitäten. Wenn Freundschaften auf diese Weise wachsen, werden sie stark, stabil und sie überstehen auch herausfordernde Zeiten. Und sie tragen Früchte. Danke, natürliches Wachstum, dass du niemals aufgehört hast, Wunder zu wirken. Ich pflege Freundschaft mit der Erde, unserem Heimatplaneten. Jeden Tag bin ich in Kontakt mit ihr. Ich gehe auf ihr mit Wertschätzung. Ich achte ihre Pflanzen und Tierwesen. Ich schenke ihr meine Freude an ihren Schöpfungen. Und ich zeige ihr meine Freundschaft, indem ich mein Leben nachhaltig gestalte. Ich singe für sie, ich tanze für sie, ich trommle für sie, ich streichle sie.
Ich schaue, dass ich auch ihr etwas gebe, denn sie beschenkt uns auf so viele Weisen. Das gehört zu einer Freundschaft. Geben und nehmen, füreinander da sein. Ich liebe dich, Erde. Ich pflege Freundschaft mit dem Erwachen. Das Erwachen führt zum Erkennen der eigenen Größe, unsere Grenzenlosigkeit und Verbundenheit mit allen und allem. Daraus resultiert ein neues Verantwortungsgefühl, ein neues Wir-Gefühl, ein Sinn fürs Echte und Lebendige. Es ist Zeit, dass mehr und mehr Menschen erwachen und der Schöpfung direkt in die Augen blicken, um darin ihren eigenen Wert und ihre Verantwortung fürs Ganze zu erkennen. Es lebe das Erwachen, mein Freund. Ich pflege Freundschaft mit dem Humor. Wir mögen uns wirklich sehr. Der Humor kann auf ziemlich unbeschwerte Weise die Wahrheit vermitteln. Ich kenne niemand anderen, der das so meisterhaft beherrscht. Und er kann durch einen gekonnt platzierten Witz im Handumdrehen die Frequenz in angespannten Situationen verändern. Auch das ist eine erstaunliche Fähigkeit. Mit Humor sind die Tage leichter und lebendiger. Er hilft mir, über mich selber zu lachen, wenn ich alles zu ernst nehme. Wie befreiend. Lass uns immer wieder Spaß haben, mein Freund. Ich schätze dich. Vögel sind meine Freunde. Es gibt so viele verschiedene Vogelarten und ich mag sie alle. Die großen wilden, die kleinen zwitschernden, die flatternden, die krähenden. Alle sind faszinierend. Ich liebe es, den Vögeln im Garten zu lauschen und mit ihnen zusammen zu zwitschern. Eines Morgens bin ich aufgewacht und über meinem Bett kreiste ein Vögelchen, das durchs Fenster hineinkam. Sie kommen immer wieder gern zu Besuch in unser Haus. Die Vogeltränken im Garten sind stets gefüllt. Im Winter gibt es Futter für die kleinen Freunde. Sie sind herzerfrischend, wie sie über den Boden hopsen und mit ihren Schnäbeln picken, emsig ihre Nester bauen, wie sie einander etwas vorsingen und wie sie sich ganz leicht in die Lüfte emporschwingen. Das weckt die Sehnsucht nach dem Fliegen in mir. Ihr Vögel, meine Freunde, ohne euch würde der Welt etwas fehlen. Ich pflege Freundschaft mit den Drachen. Sie sind große, mächtige Hüter alten Wissens und vieler anderer Schätze, die in den Tiefen der Welten verborgen liegen. Sie sind auch Bewahrer der Feuerkraft. Von ihnen lerne ich viel über Erschaffung und Zerstörung. Drachen begegne ich mit Respekt und mit Staunen. Sie sind keine Schmusetierchen. Wenn man jedoch einen Drachenfreund findet, ist die Freundschaft tief und von Dauer. Danke hierfür. Ich pflege Freundschaft mit Mandalas. Vor 20 Jahren kamen die Mandalas in mein Leben und ich habe seitdem viele Tage und Wochen mit ihnen verbracht. Ich habe sie gemalt, gezeichnet, geschnitzt, gestempelt und sie in diesem Kontakt immerzu erforscht. Mandalas tragen eine höhere oder auch tiefere Ordnung in sich. Eine kosmisch-schöpferische Ordnung, die ich sehr schätze. Ich habe von den Mandalas viel gelernt, habe diese Ordnung in mir etabliert und ich fühle mich ihr sehr verbunden. Mandalas sind überall zu finden. Sie begleiten uns unser Leben lang. Es ist schön, sie als Freunde zu haben. Ich pflege Freundschaft mit dem Nichtstun. Das war nicht immer so. Diese Freundschaft ist langsam gewachsen. Ich habe Zeit gebraucht, um die Qualitäten des Nichtstuns sehen zu können. Es fühlt sich an wie ein großes Einatmen, ein tiefes Rückbesinnen, Auftanken. Nichts tun, nichts denken, nichts wollen.
Einfach da sein. Lauschen, spüren, schauen, staunen, schwerelos, verbunden, klar, still, freudig. Die Freundschaft mit dem Nichtstun hat mein Leben bereichert und auch mein Tun erfüllender gestaltet. Danke. Auf weitere wundervolle gemeinsame Seinsmomente. Ich pflege Freundschaft mit der Bewegung. Mein Respekt für sie ist in den vergangenen Jahren immens gewachsen. Bedingt durch meine Arbeit sitze ich oft stundenlang sehr still. Da ist es für mich unerlässlich geworden, in den Zeiten, in denen ich nicht male oder zeichne, ein aktives und mobiles Leben zu führen. Unsere Körper wollen bewegt werden. In der Bewegung regenerieren sie und finden zu neuer Kraft. Auch die Seele und der Geist lieben Bewegung. Vor allem mein Geist genießt es, schnell und wendig zu denken, auch mal um die Ecke. Bewegung hält das Leben am Laufen, also schaue ich, dass ich in Bewegung bleibe, um mein Leben lebendig zu gestalten. Zum Beispiel mit Trampolinspringen. Ich pflege Freundschaft mit dem Licht. Heute, am 21. Dezember, feiern wir die Rückkehr des Lichts. Nach dieser längsten Nacht des Jahres werden die Tage wieder länger und das Licht wird mehr und mehr. Licht ist an so vielen Orten zu finden. Das Licht des Lebens strahlt in den Augen der Menschen. Das Licht der Liebe leuchtet in den Herzen. Das Licht der Erkenntnis erhellt den Geist. Das Licht des Bewusstseins pulsiert in unseren Körpern. Das Licht der Sonne wärmt uns. Das Licht der Sterne erweitert uns. Das Licht des Feuers reinigt uns. Dieser Freund ist vielseitig und grenzenlos. Ich feiere dich heute, mein Freund Licht, und widme dir ein Lagerfeuer. Ich pflege Freundschaft mit der Lebensfreude. Sie ist mir so wichtig. Lebensfreude ist für mich die Urfreude. Sie liegt noch tiefer als die Freude über schöne Ereignisse, Momente oder Dinge. Sie ist die Freude über das Leben, die Existenz an sich. Lebensfreude ist Medizin. Sie stärkt das Immunsystem. Sie macht uns weiter, leichter, freier. Manchmal, wenn sie mir abhanden kommt, finde ich sofort zu ihr zurück, indem ich in mir Dankbarkeit und Liebe erzeuge. Und schon ist sie wieder da. Lebensfreude ist der Atem eines erfüllten Lebens. Ich danke dir, dass wir uns so nah sind und ich schätze dich. Immer. Ich pflege Freundschaft mit dem gemeinsamen Wirken. Einer allein kann vieles bewirken. Zwei schaffen noch ein Vielfaches mehr. Eine Gruppe ist ein riesiger Quell an Möglichkeiten. Wenn Menschen miteinander etwas erschaffen, in Freude, Respekt und Freundschaft, sind Wunder möglich. Mehrere einzigartige Qualitäten, Sichtweisen und Wesensarten erzeugen eine erstaunliche Multiplizität, die Welten bewegen kann. Miteinander wirken und walten erfüllt uns Menschen. Es verbindet uns. Es bereichert uns und das Leben. Also packen wir es an. Ich pflege Freundschaft mit heiligen Augenblicken. Heute ist Heiligabend und ich habe mich gefragt, was einen heiligen Augenblick heilig macht. Ich glaube, ein Augenblick ist heilig, wenn sich das Menschliche und das Göttliche berühren. Wenn sich unser Bewusstsein so erhöht oder vertieft oder erweitert,
dass wir eine Qualität in uns erzeugen, die ganz erfüllt ist von Liebe, Freude, Dankbarkeit und Verbundenheit mit der Schöpfung. Dann erschaffen wir ein besonderes Licht, das aus uns heraus überfließt und unser Umfeld mit diesen Qualitäten tränkt. Diese Momente liebe ich sehr. Mögen wir in diesen Tagen viele heilige Augenblicke und ein wundervolles Fest erleben. Ein sehr guter Freund ist mir die Zielgerichtetheit. Ich schätze ihn. Er ist erstaunlich, willensstark, kompromisslos. Voll ausgerichtet gibt er alles, um sein Ziel zu erreichen. Dabei werden persönliche Grenzen erweitert und vieles wird in Bewegung gebracht. Horizonte verschieben sich, Welten verändern sich, Wunder werden wahr. Alle Lebensenergie strömt konzentriert in den Weg, der zum anvisierten Ziel führt. Dieser treue Freund begleitet mich schon lange. Ohne ihn wäre vieles heute nicht so, wie es ist. Ich danke dir, Zielgerichtetheit, für deine Stärke und deine Bereitschaft, auf dass wir noch vieles gemeinsam meistern. Ich pflege Freundschaft zur Musik. Sie erscheint mir so vertraut und so uralt, als wäre sie immer schon da gewesen. Diese Freundschaft pflege ich durch genussvolles Zuhören und natürlich durch das Musizieren. Musik ist eine Sprache der Seele. Durch Formulieren von Melodien können wir mit anderen Geschichten unserer Seele teilen. Durch das authentische, intuitive, ursprüngliche Musizieren spüren wir die Verbundenheit mit uns, mit der unendlich vielfältigen seelischen Welt und mit der schwingenden Schöpfung. Der Mensch hat so viele wunderbare Musikinstrumente erfunden. Ich liebe es, darauf zu spielen. Danke, Musik, dass du die Welt zum Klingen bringst. Ich pflege Freundschaft mit der Größe. Größe bedeutet, sich seiner selbst, seiner Fähigkeiten, seiner Verantwortung und somit auch seiner Aufgabe bewusst zu sein und diesen Weg tapferen Herzens zu gehen. Größe ist edelmütig, stark und haltgebend. Größe befreit von der Illusion der Kleinheit. Größe sieht und handelt mit Weisheit und Scharfsinn. Aus Liebe, für das Leben. Es braucht Größe, um Großes zu bewirken. Und Großes ist es, was jetzt gebraucht ist. Daher wünsche ich vielen Menschen diese wertvolle Freundschaft. Auf die Größe. Ich pflege Freundschaft mit dem Wort. Das Wort ist ein machtvolles Werkzeug. Ebenso wie ein Schwert kann es verletzen oder befreien. Also nutzen wir das Wort mit Bedacht. Auch wenn wir unser Wort auf etwas geben, hat das eine große Bedeutung, die wohl überlegt sein will. Ein edles Wort, im richtigen Moment ausgesprochen, kann ein wahres Lebenselixier sein. Und das Wort, das wir achtsam mit anderen teilen, ist ein wunderbares Gefäß für unser Wissen und unsere Geschichten. Daher lasst uns Worte der Liebe und der Zuversicht säen, auf dass daraus beherzte und mutige Taten gedeihen. Ich pflege Freundschaft zur wilden Natur. In den letzten Jahren habe ich Wildkräuter sehr schätzen gelernt. Auch Pflanzen, die voller Stolz ihre Dornen tragen, berühren mich sehr. Ihre Wehrhaftigkeit zeugt von einer Urkraft, die heutzutage schon fast vergessen ist. Ebenso mag ich ungezähmte Tiere sehr. Sie haben meinen Respekt und ich habe Mitgefühl mit jeder vom Menschen gezüchteten Haustierart, die zugunsten bestimmter schöner Merkmale körperliche Leiden erdulden muss. Das Wilde und Ursprüngliche trägt so viel altes Wissen,
große Heilkräfte und Stärke in sich. Sich damit im Herzen zu verbinden, erinnert uns an unsere eigene Urkraft und Natürlichkeit. Ich bin so dankbar für diese Freundschaft, die ich in den letzten Jahren immer mehr vertieft habe. Und ich wünsche allen Menschen diese erstaunliche und bereichernde Freundschaft für unsere geliebte Natur. Ich pflege Freundschaft mit der Freundschaft. Sie ist ein erstaunliches Phänomen. Zwei Herzen treffen aufeinander und empfinden Verbundenheit, Vertrautheit, Nähe, Wertschätzung, Respekt, Liebe. Es ist ein Wunder. Freundschaft schreibt Geschichten. Freundschaft bewegt Welten. Freundschaft erweitert Horizonte. Ich träume von einer Welt, in der Freundschaft zwischen Mensch und Erde pulsiert. Zwischen Mensch und Natur. Zwischen Mensch und Kosmos. Zwischen Mensch und Mensch. Zwischen dem Menschen und der Schöpfung. Wenn Freundschaft die Grundlage der Welt ist, heilt vieles, was zerstört wurde. Lebt vieles wieder auf, was ausgestorben ist. Findet sich vieles wieder, was einander verloren hat oder verloren war. Ein kosmisches Hoch auf die Freundschaft. Ich pflege Freundschaft mit dem Urneuen. Das Urneue ist etwas, das es bisher nicht gab. Nehmen wir ein Beispiel aus der Musik. Es gibt die Töne, die wir alle seit Jahrhunderten kennen. Aus diesen Tönen bestehen alle existierenden Melodien. Die Töne lassen sich auf vielerlei Weisen kombinieren. Dabei entsteht immer wieder etwas Neues. Doch das Urneue bedeutet, sogar neue Töne zu erschaffen. Es bedeutet, uns außerhalb der bereits existierenden Tonmuster zu bewegen, neue Muster zu formen. Für das neue Jahr bedeutet es, bisher ungeahnte neue Qualitäten auszubilden. Wer sehen kann, sieht, dass das Alte nicht mehr funktioniert und auch nicht mehr funktionieren wird. Es braucht etwas Urneues und wir sind gefragt, dieses in die Welt zu tragen. Für ein urneues Jahr 2021 voller Wunder. Danke.